Hallo, heute habe ich ein super Video für euch und zwar geht es um das Thema Dolmetschen. Ich habe vor langer Zeit ein Interview mit einem Dolmetscher gemacht, er heißt Emilio Jesus und das Interview habe ich jetzt neu bearbeitet. Und wir haben ungefähr eine Stunde lang über das Thema Dolmetschen gesprochen. Es gibt auch Untertitel, du kannst die Untertitel oben oder unten anklicken. Ich hoffe, das Video ist interessant, ich hoffe, du kannst auch viel Deutsch damit lernen. Starten wir gleich mit dem Video. Servus Emilio Jesus. Hallo, Servus. Freut mich sehr, Servus, dass du Gabriel. da bist. Ja, Freut mich. Danke. also, Danke für die Einladung. ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dich habe. Weißt du, ich habe vor langer Zeit schon auch mich sehr für Dolmetschen interessiert, für Übersetzung interessiert und super, heute einen Experten dazu haben, der das auch wirklich macht. Ja, Ja, Experte. Du meinst, ich mache es schon seit über 20 Jahren. In dem Sinne bin ich ein Experte. Ja, ist ziemlich lang. Also, die erste Sache, die ich einfach mal irgendwie fragen möchte, beginnen wir doch mal ganz am Anfang. Wie Ja. bist du zu dem Beruf gekommen? Und nicht vergessen, es gibt Untertitel. irgendwie durch Zufall. Und also, ja, ich probiere mal. Das erste Mal, dass ich in Kontakt mit dem Begriff überhaupt Dolmetschen gekommen bin, das war, als ich 15 Jahre alt war. Und damals habe ich in Venezuela gewohnt. Und ich habe ein Jahr lang beim Goethe-Institut Deutsch gelernt. Mit 14 Jahren habe ich angefangen, dann mit 15 wieder aufgehört. Und ich habe es dann einem Chemieprofessor oder Lehrer erzählt. Ja. Und ich habe ihm gesagt, ja, letztes Jahr habe ich so Deutsch gelernt, aber ja, mein Niveau ist ziemlich schlecht und ich möchte es verbessern. Und er hat mir gesagt, ja, das Beste, was du machen kannst, um dein Niveau im Deutschen zu verbessern, ist Radio Deutsche Welle zu hören. Also das konnte man in Venezuela damals mit einem, wie hieß das, Kurzwellenradio empfangen. Das kannst du dann hören und dann versuchst du auf Spanisch nachzuplappern, was sie da auf Deutsch sagen. Das habe ich mit Russisch versucht und das geht wunderbar, hat er mir gesagt. So, okay, hört sich nicht so leicht an, aber ich versuche es mal. Und ich habe es versucht und es war eine Katastrophe. Es ging natürlich nicht. Das war mein erster Kontakt zu diesem Beruf. Also es war vollkommen absurd als Ratschlag, was er mir gegeben hat, weil natürlich es hilft dir überhaupt nicht, in einer Sprache weiterzukommen, dass du einfach versuchst, etwas simultan zu dolmetschen. Also das geht gar nicht. Da musst du ein sehr, sehr viel höheres Niveau erreicht haben, bevor du es überhaupt anpacken kannst. Dann machen wir einen 15-jährigen Sprung. Okay. Ja, und dann war ich an der Uni, habe ich, eigentlich hieß es Traducción e Interpretación. Das habe ich in Spanien studiert. Aber die ersten 2 Jahre hat man mit Verdolmetschen überhaupt nichts zu tun gehabt. Ja? Da haben wir uns einfach zum Übersetzen von schriftlichen Texten konzentriert, fokussiert und und dann im 3. Jahr hat man mit Dolmetschen begonnen. Mein 3. Jahr habe ich aber nicht in Vigo, wo ich gewohnt habe in Spanien, sondern in Kopenhagen als Erasmus-Student. Da war ich in Kopenhagen und die haben dort an dieser Management School haben sie auch Dolmetscherkurse gehabt. Und weil wir waren schon einige, 10 Stück, 10 Studenten, die aus Spanien, aus ganz Spanien nach Kopenhagen gereist waren und dort ein Jahr studiert haben. Da haben sie für uns so einen besonderen Kurs, der nicht auf Dänisch, also in Dänisch vorgetragen wurde, sondern in Englisch, damit wir alle irgendwie mitmachen konnten. Und da habe ich meinen ersten Kontakt zu diesem Beruf gehabt. Und es kam mir aber sehr kompliziert vor, weil da fängt man mit konsekutiv. Ich erkläre es vielleicht nachher, was es ist. Naja, gut. Ja. Also und ich weiß, genau, Ja. also ich kenne die Begriffe schon, konsekutiv, simultan, auch besonders Notizentechnik, da würde ich noch viele Fragen stellen auf jeden Fall. Aber Genau. ich bitte dich mal, ja, da. Genau, und das war das erste Jahr. Ich war zwar nicht in Spanien und ich wusste nicht, wie sie das in meiner Heimuniversität
unterrichten würden, ob es gleich wie in Kopenhagen oder nicht. Ich hatte auf jeden Fall Angst, dass ich bei meiner Rückkehr nach Spanien dann Probleme habe, weil ich halt nicht ja, den gleichen Stoff gelernt habe wie Sie in Spanien. Aber irgendwie haben sie beschlossen, naja, es ist okay, wenn du was in Kopenhagen gelernt hast, dann passt es. Also du machst weiter mit Simultan. Und dann habe ich bei meinem letzten Jahr Simultan, simultan gedolmetscht. Allerdings hatte ich damals nicht bei meinem Studium, das ganze Studium habe ich nur ins Galizische gemacht, nicht ins Spanische. Also weißt du, in Spanien gibt es mindestens drei offiziell anerkannte Regionalsprachen und die werden an der Uni auch unterrichtet. Ja. Und ich hatte halt, ja, beim Anfang des Studiums hatte ich mich dafür entschieden, Galizisch zu machen, weil ich wusste, also Spanisch kann ich sowieso, Spanisch ist meine Muttersprache, ja. Und Galizisch ist die Muttersprache meiner Eltern, aber okay. Vielleicht sollte ich mich auf Galizisch konzentrieren, dann kann ich mein Galizisch verbessern und das Spanische wird sowieso im gleichen Tempo immer weiter verbessert. Also, ja. Benutzt du oft Galizisch als Übersetzungs- oder als Dolmetschsprache? In welches, also, ich meine... Es gibt manchmal gibt es Sachen hier in Brüssel, wo ich wohne, kleine Sitzungen oder, ja, vor allem bei sozialen Bewegungen, ja, da gibt's schon ab und zu mal Leute, die aus Galizien kommen und weil die Veranstalter Bescheid wissen, dass wir in Brüssel doch ein paar Dolmetscher mit Galizisch arbeiten, dann bieten sie diesen Leuten manchmal an, also sich auf Galizisch ausdrücken zu können und nicht irgendwie, ja, unbedingt auf Spanisch reden zu müssen. Ja. Die meisten von Ihnen sprechen genauso gut, wenn nicht besser Spanisch als Galizisch, aber einige kommen wirklich aus kleinen Dörfern und für sie ist es vielleicht einfacher, doch Galizisch zu sprechen. Und sowas. Ja. Sag. Entschuldigung. In welchen Sprachen dolmetschst du denn? Ja, ich dolmetsche ausschließlich ins Spanische. Aus welchen Sprachen? Okay, aus dem Galizischen haben wir schon gesagt, aus dem Englischen, aus dem Dänischen, aus dem Deutschen, aus dem Französischen und aus dem Rumänischen. Und aus dem Galizischen, aber ja, das passiert nicht so oft. Genau. Und lass mich dann die Geschichte zu Ende erzählen. Dann in diesem 4. und letzten Jahr meines Studiums war ich irgendwie fasziniert von dieser Tätigkeit. Also etwas zu verstehen und gleichzeitig es jemandem anderen zu erzählen, der es nicht versteht und nur durch deine Tätigkeit es verstehen kann. Ja, und dachte ich, okay, ich glaube, ich möchte das tun. Also ich hatte an den ersten 3 Jahren meines Studiums schon reichlich Gelegenheit gehabt, zu verstehen, dass das schriftliche Übersetzen nicht für mich war. Also ich finde es sehr, sehr mühsam. Ich habe mich sehr einsam gefühlt, weil du musst ja alleine mit deinen Büchern, gut, heutzutage halt mit deinen Websites und du musst dich mit dem Text alleine konfrontieren. Du kannst vielleicht einen Kollegen fragen, aber das ist eine Tätigkeit, wo du ganz für dich bist und es ist ziemlich schwierig und es verfolgt dich. In welchem Sinne? Also ich kann mich erinnern, ich habe beim Studium Übersetzungen gemacht und habe tagelang darüber nachgedacht, wie sollte ich diesen Ausdruck am besten, am idiomatischsten übersetzen. Und dann habe ich dann meine Übersetzung dem Professor gegeben und dann 3 oder 4 Tage später beim Schlafen bin ich plötzlich wach geworden und dachte, ja, genau, das ist die richtige Übersetzung. Und dann war es aber zu spät und ich war vollkommen frustriert. Und das ist mir nicht einmal, sondern mehrmals passiert. Und ich dachte, ich kann nicht so einen Beruf machen, wo ich permanent frustriert bin, weil mir der bessere Gedanken oder die bessere Lösung erst im Nachhinein in den Kopf gekommen ist, also eingefallen ist. Deswegen habe ich gedacht, ja, für mich ist es besser etwas Spontaneres wie Verdolmetschen. Also wenn du etwas nicht weißt, dann hast du Pech gehabt. Du musst dich sehr gründlich vorbereiten, aber nachdem die Sache vorbei ist, dann gibt es kein Zurück mehr. Also du kannst nichts mehr nachbessern. Also ja, aber das ist auch aus deinem Kopf und ist auch aus deinem
Bewusstsein und du beschäftigst dich nicht mehr damit. Also für jemanden wie mich ist es doch besser, Dolmetscher zu sein, als Übersetzer zu sein. Aber das hängt auch im Großen, ja, es hängt auch wirklich davon ab, was für eine Persönlichkeit man hat. Ist man mehr der ruhigere Typ, der sich Zeit zum Nachdenken lässt und kein Problem damit hat, lange nachzudenken und der gründlich zur Sache geht und ist man so, dann ist vielleicht Übersetzen doch besser. Ist man jemand, der so ein bisschen hurtig oder ja, impulsiver so, ist ein bisschen vielleicht, ja. Ja, genau, dann ist es vielleicht, denke ich nicht unbedingt, aber wahrscheinlich Dolmetschen besser. Ja. Okay, sehr interessant. Also ich habe eigentlich so viele Fragen. Ich beginne halt mal bei der ersten, die mir jetzt gerade eingefallen ist in dem Moment. Und zwar, welche Strategien gibt es denn, wenn einem das Wort nicht einfällt? Ja, das ist dann, ja, warum fällt dir das Wort nicht auf? Das ist ja der Grund. Du musst, um dir zu sagen, was man macht, dann muss man zunächst einmal analysieren, warum einem das Wort nicht einfällt. Also ist es ein normales Wort, das dir einfach in dem Moment nicht einfällt, weil du nicht über dieses Thema regelmäßig sprichst. Da kommt mir ein blöder, es könnte eine Kürbis sein, ja? Ja. Du redest nicht jeden Tag über alle möglichen Gemüsesorten, die es gibt. Okay. Aber manchmal beim Arbeiten. Was mir jetzt gerade auf Spanisch zum Beispiel nicht einfällt, obwohl ich es kenne, das Wort. Genau, danke. Das ist perfekt. Das ist das beste Beispiel. Ja? Du kennst das Wort, natürlich kennst du das. Manchmal kannst du den Gegenstand oder diese Gemüsesorte förmlich vor deinen Augen sehen, aber dir fällt das Wort nicht ein. Was machst du dann? Gut, es ist sehr einfach. In diesem Fall schaltest du das Mikro aus oder es gibt einen Mute-Button. Du drückst auf diesen Mute-Knopf. Das heißt, alles, was du in dieser Zeit sagst, wird nicht vom Mikrofon aufgenommen und du fragst links oder rechts deinen Kollegen, ja, wie sagt man das auf? Und der wird wahrscheinlich mit dir mitgehört haben, was der Redner gesagt hat. Und wenn du nicht dabei bist zu dolmetschen, dann fallen dir solche Wörter normalerweise viel leichter ein. Also dein Kollege sagt es dir, Calabaza, okay, passt, ja. Und dann nimmst du deinen Finger vom Mute-Knopf weg und dann sagst du Calabaza. Das ist kein Problem. Das ist der einfache. Und ist es einfacher, in die Muttersprache zu dolmetschen und dass dann einem die Wörter schneller einfallen, oder ist es eigentlich nur ein Mythos, dass es einfacher ist? Weil ich habe auch mal das Gegenteilige gehört, dass es eigentlich einfacher ist, in die andere Sprache zu dolmetschen, weil das Vokabular viel kleiner ist. Ja? Nee. Also beides kann richtig sein. Also wenn du ein ganz, ganz hohes Niveau in einer Fremdsprache hast, dann ist es wahrscheinlich genauso schwierig. Aber bei jemandem wie mir, der eigentlich nur in spanischsprachigen Ländern gewohnt hat, also außer meinen 9 Jahren in Wien, aber auch damals habe ich fast ausschließlich nur Spanisch bei der Arbeit und viel Englisch auch bei der Arbeit gesprochen. Das ist auf jeden Fall unheimlich leichter in deiner Muttersprache zu dolmetschen. Und ich kann mich erinnern, gerade als ich am Anfang meines Berufslebens war, gab es so viele Dinge, das ist ja komisch, so viele Dinge, die ich noch nie in einer Fremdsprache gehört hatte, ja? Sei es auf Deutsch, aber vor allem auf Englisch, wo man glaubt, man kann so viel Englisch und man erlebt dann, wenn man zu arbeiten anfängt, wie wenig man eigentlich kennt, ja? Die Sprache. Ja? Und da habe ich Sachen gehört und irgendwie habe ich sie verstanden, weil sie im Kontext zusammengepasst haben. Und dann hatte ich in meinem Kopf eine gute Übersetzung dafür. Und oft, nachdem ich fertig mit der Arbeit war, musste ich einsehen, dass ich eigentlich diese Lösung, die ich gefunden hatte, die mein Gehirn gefunden hatte, in the heat of a moment, diese Lösung, das war ein Wort oder das war ein Satz, das ich zum letzten Mal 15 Jahre früher gehört oder ausgesprochen oder geschrieben hatte.
wo ich noch weiß ich nicht, an der Schule war. Also all das ist in deinem Gehirn dort irgendwie begraben, vergraben und das kann immer ans Licht kommen, wenn du es brauchst, aber nur, wenn es schon einmal in deinem Gehirn oder in deinem linguistischen Bewusstsein war. Wenn du mir sagst, ich muss etwas in eine Fremdsprache verdolmetschen, also dann ist es schwierig, weil viele von diesen Dingen hast du niemals in der Fremdsprache gehört, aber die hast du ganz bestimmt in deiner Muttersprache gehört, vor allem wenn es auch deine Kultursprache ist. Ja? Die Sprache, in der du Geschichte, Mathematik, Geografie, all diese Dinge gelernt hast, das ist unheimlich wichtig. Also wenn du in eine andere Sprache dolmetschen möchtest, dann musst du so machen. Ich habe mir eine Zeit lang überlegt, als ich noch in Wien war, ob es sich vielleicht lohnen würde, ein Retour ins Deutsche zu haben. Ja? Das heißt, dass ich aus dem Spanischen ins Deutsche auch dolmetschen konnte. Aber dann letztendlich war meine Antwort, die Antwort auf diese Frage, nein. Also pass auf, ich glaube, ich werde erst Ungarisch dazu lernen, als dass ich Deutsch als B-Sprache, also in eine B-Sprache umwandeln kann. Wieso? Weil ich war mir dessen bewusst, dass ich dann wirklich all diese Dinge von der Geschichte, wie die Könige heißen, wie die Kriege heißen, all diese Dinge musst du irgendwann mindestens einmal gehört haben. Ja, so habe ich, sagen wir mal, rudimentär habe ich es auf Chinesisch. Also natürlich nicht, aber das ist genau die Strategie, die ich gefahren bin. Ich habe mir alles angeschaut, von wie repariert man ein Wasserrohr bis wie heißt der Kaiser, bis wie heißen die biologischen, chemischen Stoffe. Boah, ja, genauso. Ja. Aber was nochmal, ich möchte nochmal eine Frage. Wie übt man Simultandolmetschen? Wie baut man das auf? Wie kann man da irgendwie sich hochhandeln? Findest du das Video interessant? Dann bitte lass einen Like hier. Okay, zunächst einmal musst du wissen, dass man jedenfalls bei den meisten Unis, wo man das Dolmetschen unterrichtet und so, fängt man immer beim Konsekutivdolmetschen an und nie beim Simultan. Warum? Weil man davon ausgeht, und das stimmt schon, obwohl meine ersten Erfahrungen mit Konsekutivdolmetschen, die waren ein bisschen komisch, weil, wie gesagt, ich nicht in Spanien war. Aber es stimmt, dass es die Basis darstellt. Also wenn du keine gute Basis bei der Konsekutive hast, dann ist es sehr schwierig, eine gute simultane Dolmetschung aufzubauen. Weil was dir das Konsekutivdolmetschen bringt, ist, dass es dir hilft, das, was du hörst, nicht als eine Reihe von Wörtern oder von Ausdrücken, die nicht in Zusammenhang stehen, sondern als einen gesprochenen Text zu betrachten. Also wenn du bei Konsekutive anfängst, dann hast du, wenn du mit Simultan anfängst, schon diese Fertigkeit, dass du das, was du hörst, als Ganzheit betrachtest und dass du, okay, natürlich in kleineren Teilen, aufnimmst und dann verarbeitest und dann es deinem Kunden in die jeweilige Sprache weitergibst. Aber wenn du nicht mit konsekutiv angefangen bist, dann besteht die Gefahr, dass du anfängst, einfach Wort für Wort zu übersetzen. Ja. Und das ist natürlich das Ergebnis ist natürlich katastrophal. Also das versteht kein Mensch. Ja. Und du glaubst vielleicht, dass du es verstanden hast, aber dein Kunde oder dein Zuhörer hat sicher nicht davon verstanden. Und jetzt, wenn du keine weiteren Fragen hast, doch hast du. Aber ich komme zurück zu diesem Punkt. Man muss mit Konsekutiv anfangen und man muss mit Konsekutiv eigentlich in der eigenen Muttersprache anfangen. Also das Erste, was man macht, ist, dass man kriegt einen Absatz. Ich sage einen Absatz, weil, okay, da versteht man sicher. Einen Absatz oder 2 Sätze oder einen Satz vorgelesen und
vorgelesen. Oh Gott. Ja, oder sagen wir einfach, man bekommt Inhaltseinheiten. Ich mache das immer so. Also man bekommt Inhaltseinheiten und das muss man dann irgendwie vorgelesen übersetzen. Und dann musst du es in der eigenen Sprache ohne Notizen zu machen. Ja? Wieder in dieselbe Sprache. Man fängt mit der eigenen Sprache an. Also stell dir vor, wenn du es jetzt lernen würdest, dann würde ich dir einfach 2 Sätze auf Deutsch vorlesen und du würdest mir unmittelbar danach diese 2 Sätze auf Deutsch möglichst genau wiederholen. Dann gibt es eine andere Übung, die besteht darin, dass du mir, wenn du schon fähig bist, wenn du schon diese Fertigkeit erreicht hast, dann werde ich dich darum bitten, dass du mir den gleichen Sinn, aber mit anderen Worten wiedergibst. Ja, wiedergibst, genau. Und das ist auch sehr wichtig, weil du musst ja beim Dolmetschen musst du sehr, sehr oft, also da wird etwas 100 Mal wiederholt und du kannst es nicht mehr, es geht ja aus den Ohren hinaus und dieses Mal werde ich das anders sagen. Du musst auch diese Fertigkeit besitzen, die Sachen schnell umzuformulieren. Und das macht man auch. Und was macht man dann noch? Ja, dann fängt man mit kleinen Sätzen in einer der Fremdsprachen, aus denen man dolmetschen möchte. Und so baut man nach und nach die Länge oder die Dauer. Aber da muss man mit konsekutiv anfangen und man macht auch ein bisschen Shadowing. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Kenne ich sehr gut, ja. Genau, Shadowing ist eine Sache, die man auch beim Erlernen von Fremdsprachen oft also jetzt habe ich zum Beispiel in letzter Zeit gehört, ich sollte das für mein Chinesisch machen, das würde mein Chinesisch vielleicht verbessern, das kann sein. Das habe ich aber noch nicht versucht. Aber jedenfalls, wenn du als Dolmetscher trainiert wirst, dann kriegst du diese Übung auch, dass du einfach, aber das ist eher für simultan, ja. Also für konsekutiv brauchst du das nicht, weil für konsekutiv ist es sowieso immer nach dem Redner deinen Beitrag leisten, nicht gleichzeitig. Also das ist vielleicht später ein bisschen. Ist das weniger stressig oder ist es eigentlich genauso stressig oder schwierig, konsekutiv? Es ist weniger stressig, weil du irgendwie Herr der Sache bist. In dem Sinne, dass du hörst den ganzen, sagen wir mal, also bei einer Prüfung, bei einer Dolmetscherprüfung, wenn man als Dolmetscher arbeiten möchte, da gibt es viele Organisationen, die wollen einen Test machen, eine Prüfung. Und bei dieser Prüfung musst du eine konsekutive Verdolmetschung machen. Und die Rede in der Originalsprache, die dauert circa 6 Minuten. 6 Minuten ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Du musst natürlich Notizen machen und danach musst du es wiedergeben. Aber warum sage ich, dass es auf einer gewisser Hinsicht doch leichter ist? Weil du nach diesen 6 Minuten hast du ein ganz gutes Verständnis dafür, was der Redner da sagen wollte. Also wenn du beim ersten oder beim zweiten Satz ein Wort nicht verstanden hast, dann ist es fast sicher, dass du am Ende der 6 Minuten doch sehr gut Bescheid weißt, was die Meinung war. Also du hast es vielleicht aus dem Kontext eruiert oder du hast einfach bemerkt, das Wort kannte ich, aber ich habe es beim ersten Mal nicht wiedererkannt. Also es gibt viele Gründe, warum bei einer Konsekutive du wirklich, du kannst diese Rede zu deiner eigenen Rede machen und du kannst sie dann weitergeben, als ob du selber vorgetragen hättest, ja? Ja. Und das macht es leichter. Macht es leichter. Ja. Das macht es auch leichter, die Tatsache, dass man bei einer Konsekutive von dir nicht verlangt, dass sie so lange ist wie die Originalrede. Der Originalbeitrag mag 6 Minuten lang gedauert haben, aber bei dir verlangt man, dass alle wichtige Inhalte dabei sind, aber man verlangt auch von dir, man erhofft sich, dass du nicht 6 Minuten lang reden möchtest oder wirst, sondern dass du ein bisschen, vielleicht zwischen 4 und 5 Minuten vielleicht reden wirst. Also du wirst auf jeden Fall einiges weglassen und das ist normal und das ist sogar erwünscht. Weil stell dir vor,
du wirst bei einer Pressekonferenz und du hörst jemanden, ja, der, weiß ich nicht, okay. Na, Chinesisch ist kompliziert, weil Chinesisch ist ja, Das ist zu anders. Ja. Ist so anders und außerdem, also manchmal ist es viel kompakter, ja, du musst es entpacken. Ja. Und das heißt, das wird länger dauern, ja. Das ist dann normalerweise viel länger, ja. Ja, aber beim Englischen zum Beispiel oder beim Deutschen, also Spanisch ist meistens immer länger, auch, aber nicht so viel länger. Ja, es ist nicht so schwer, unter dieser Schwelle von, sagen wir mal, 5 Minuten oder 6 Minuten zu sagen. Also sagen wir mal 20% weniger als die Originalsprache. Das ist machbar und das heißt, das erlaubt dir, einiges wegzulassen, ohne dass deine Prästation irgendwie an Qualität verliert. Aber wir Dolmetscher empfinden Konsekutive als schwieriger, weil wir meistens, nachdem wir zu arbeiten anfangen, gar nie mehr konsekutiv machen müssen. Ja, ist es so selten einfach schon geworden? Genau, es ist wirklich selten. Also bei mir würdest du, also gerade deswegen, weil ich ins Spanische und nur ins Spanische dolmetsche, ich mache nur konsekutiv Verdolmetschungen, wenn ich in Spanien bin. Also ich bin in Spanien und ich arbeite für Leute, die, sagen wir mal, aus Dänemark kommen und sie wollen ja lieber Dänisch reden. Und da ist irgendein Journalist oder da sind einfach spanische Vertreter und die wollen verstehen, was der Däne gesagt hat. Und es gibt keine Kopfhörer, kein Mikrofon. Dann muss ich halt mit meinem Notizblock herumlaufen und dann schreibe ich mir das auf und dann erzähle ich es weiter. Aber das passiert immer weniger, weil es jetzt so viele schnurlose Mikrofonsysteme und so weiter. Also in die letzten Male, dass ich sowas machen musste, dann hatte ich mein Notizblock nur dabei, falls es irgendwas vorkommt. Aber eigentlich hatten wir alle so diese mobile Mikrofone und wir haben eigentlich das Mikrofon gesprochen, als ob wir simultan machen würden. Okay, also interessant. In dem Sinne wird es wird immer weniger, aber das wird immer ein Teil von der Ausbildung sein. Zumindest, ja. Gerade deswegen, weil es sehr wichtig für die Technik, für das Erlernen von der Technik, auch für simultan sehr nützlich ist. Ob es natürlich, wenn ich 2 aktive Sprachen hätte, dann würde ich viel öfter konsekutiv gebrauchen, weil dann erwartet man von dir, dass du, okay, aus dem Englischen ins Spanische und aus dem Spanischen ins Englische. Und dann braucht man nur einen Dolmetscher, nämlich dich und nicht 2, also einen Englischen und einen Spanischen. Und deswegen bist du oft in einer Situation, wo du halt ins eine, dann ins andere, dann zurück ins eine. Und das ist oft so eine Situation, wo man von dir erwartet, dass du doch konsekutiv arbeitest. Ja? Okay, ich habe noch eine Frage zu der Notizentechnik, weil das ist immer so ein Thema, wenn man dann so das übt und so weiter. Ich habe immer so gehört, also die Dolmetscher haben immer ihre eigene Notizentechnik und das muss man sich selber irgendwie aneignen, quasi, welches Symbol man haben will. Und wie sind so die Schritte bis dorthin? Wie lernt man das denn als professioneller Dolmetscher quasi? Ja, genau. Da ist meine Erfahrung ein bisschen anders als die von meinen Kollegen. Aber in der Zwischenzeit habe ich irgendwie gelernt, was meine Kollegen gemacht haben, wie sie das erlernt haben. Und jetzt kann ich dir irgendwie erzählen, wie es geht. Also man fängt so an, dass man gar keine Notizen macht. Also dass man einfach versucht, vom Gedächtnis her wiederzugeben, was man gehört hat. Ich habe auch gehört, ich habe gehört, das ist der wichtigere Teil. Auf jeden Fall der wichtigere Teil, dass man sich das merkt und dass man nicht davon abhängig sein soll, das aufzuschreiben, sondern das ist nur eine Unterstützung. Auf jeden Fall. Dann wird die Sache länger und komplizierter und dann ist es irgendwie nötig, dass man etwas dazu schreibt. Ja? Aber was? Und das ist wichtig. Man sagt ja, du kannst Tausende
Symbole haben, so viele wie chinesische Schriftzeichen gibt. Aber du sollst nicht vergessen, also ich mag diese Lehrsätze, ja. Was du schreibst auf dem Papier, das ist nicht in deinem Gedächtnis. Du musst auf das Papier schauen, um dich daran zu erinnern. Also versuch lieber, dir das so zu merken, dass es in deinem Kopf ist und steht und bleibt, bis du es in deine Ausgangssprache oder weiß nicht, Outputsprache wiedergibst. Und schreib nur die Sachen, von denen du Bescheid weißt, dass du nicht im Kopf behalten wirst, weil sie einfach zu neu oder zu kompliziert oder zu komisch oder zu erstaunlich oder was weiß ich. Also man bringt dir dazu, man bringt dir bei, nur das zu notieren, was du sonst nicht im Kopf gehalten hättest, weil sonst auch die Gefahr besteht, dass du Sachen schreibst, die ja eigentlich nicht gebraucht hast, aber weil du sie geschrieben hast, neigst du dazu, diesen Dingen eine zu große Bedeutung zuzuordnen. Ja. Und du machst dann vielleicht, wie kann ich dir das erklären? Angenommen, es wird über Wien geredet, ja, und es wird über den Stephansdom geredet, ja, und ich habe den Stephansdom 100.000 Mal gesehen und ich weiß, okay, wo es in Wien ist, so wie zentral es in Wien ist, ja. Eigentlich bräuchte ich gar nicht zu schreiben Stephansdom, aber also wenn man sagt, ja, und dann haben wir eine wichtige Kirche im Zentrum Wiens, die wichtigste Kirche gesehen, also ich kann nur schreiben, weiß ich nicht, ja, Stephansdom oder Steff, was weiß ich. Und dann werde ich mich daran erinnern. Wenn ich aber schreibe, wichtigste Kirche, Stephansdom, ich schreibe das alles, ja, oder ich habe Symbole für das alles, dann werde ich das lesen und denke, oh mein Gott, was ist im Stephansdom passiert? Sind Sie in den Stephansdom gegangen? War da eine Feierlichkeit? Was war da? Oh, ich habe es vergessen. Ich weiß nicht mehr, warum habe ich das so wichtig irgendwie geschrieben? Ich habe sicher was verpasst. Oh mein Gott. Und dann gerätst du in Panik. Also das sind natürlich Sachen, die vor allem den Anfängern passieren, nicht so sehr den erfahrenen Dolmetschern. Aber es war nur vielleicht ein blödes Beispiel, um dir zu erklären, wieso die Dinge, die man schreibt, eigentlich, man soll so wenig schreiben wie nur möglich. Ja. Manchmal braucht man einiges zu schreiben, vor allem wenn man das Thema im Vorhinein nicht ausreichend kennt, weil man keine Gelegenheit gehabt hat, sich vorzubereiten oder weil man einem nicht richtig erzählt hat, worum es geht. Da musst du viel schreiben, weil sonst bist du ein bisschen verloren. Aber das ist mal wichtig. Dann zu deiner anderen Frage. Symbole, ja und nein. Also ich kann mich erinnern, die Lehrerin in Dänemark, die war eine ganz lustige, aber die hat geraucht. Die hat sehr viel geraucht. Und dann hat sie uns erzählt, ja, ich habe zum Beispiel ein Symbol für Sitzung, ja, für Sitzung. Und dann hat sie uns so ein Dings, das ist ein Symbol für Sitzung, ja. Und wir sagen, hat Sitzung und wieso? Ja, sagt, ja, das ist der runde Tisch, an den die Sitzungsteilnehmer sitzen und in der Mitte gibt es einen Aschenbecher, weil sie rauchen alle und da muss ein Aschenbecher sein. Da muss ein Aschenbecher geben und eigentlich ist es für mich immer so in Erinnerung geblieben, das ist Sitzung für mich. Ja? Das ist Sitzung. Und wenn es Konferenz ist, dann schreibe ich ein C, in Spanisch Conferencia, und das ist dann dasselbe Symbol und das geht ziemlich schnell. Und zum Beispiel für den Vorsitzenden hat sie das hier gemacht. Ja? Sie hat gemeint, okay, das ist eine vereinfachte Form eines Stuhls, eines Sessels, und Chairperson, Chairwoman, Chair, das sagt man oft im Englischen. Und dann ist es für mich das ist das Symbol für den Vorsitzenden. Und nachdem ich aus Kopenhagen zurückgekehrt war, habe ich meine Mitstudenten in Spanien befragt, ja, was habt ihr gelernt? Und sie haben mir Symbole gezeigt, die eigentlich ganz ähnlich waren. Also es gibt einen Grundsatz
Symbole, die überall so ja, weitergegeben sind. Ja. Aber dann ist es natürlich so, dass wenn für dich, ja, das weiß ich ja, wenn das für dich keinen Sinn ergibt als Vorsitzender, weil du, keine Ahnung, weil du einen Vorsitzenden nicht als jemanden betrachtest, der auf irgendeinem Sessel sitzt, sondern als jemand, der eigentlich einen Hut trägt, ja, auf dem Kopf. Dann ist es besser, dass du sowas machst, ja. Dann ist dann ganz persönliches Sombrero, das ist für dich Vorsitzender. Das ist wirklich egal. Also nicht vergessen, bitte lass einen Kommentar unter dem Video. Ist es dann so, dass man sich das dann in Hunderten von Stunden oder Tausenden von Stunden aneignet, welche Symbole man verwendet? Oder also hört man dann einfach ein Audio und dann muss man einfach schauen, wie man das notiert und das macht man dann quasi 1000-mal. Ist es ungefähr so? Kann man sich das so vorstellen? Nee, nicht wirklich. Nee. Du kannst ganz gute konsekutive Reden machen, ohne ein einziges Symbol zu haben. Einfach indem du dir zum Beispiel einfach im Moment etwas ausdenkst. Ja. Also da habe ich Pres und Punkt geschrieben. Das heißt Präsidente. Das ist wirklich keine gute Art und Weise, einen Vorsitz zu notieren. Aber ich kann, und ich muss ehrlich, ich muss gestehen, deshalb am Anfang habe ich eine sehr schlechte Technik gehabt für Notizen und ich habe fast alles so geschrieben. Ja? Das Problem ist, wenn du das liest, dann ist es sehr kompliziert, weil es kann Präsidente heißen, aber es kann, keine Ahnung, es kann so viele Dinge bedeuten und das hilft dir nicht weiter. Das ist vielleicht doch, ja, dann ist es vielleicht besser, dass du einfach nicht auf deine Notizen schaust und ausschließlich das sagst, was du noch im Gehirn hast, in dem Moment. Aber wie es für mich war, ist, dass du, nachdem du viele Reden geübt hast, dann gibt es für dich gewisse Wörter, bei denen du sehr viel Zeit verschwendest, wenn du kein Symbol dafür für sie hast. Ja? Okay. Also Vorsitzender ist einer von denen. Oder meine Damen und Herren, ja, am Anfang musste ich Señoras y Señores, also das geht doch nicht. Ja? Aber es gibt natürlich eine sehr einfache Art und Weise, das zu notieren, und das ist das hier, ja. Señoras y Señores. Sollte es nur Señoras sein, gut, dann schreibst du nur so. Ja. Sollte es nur Señores sein, dann schreibst du so. Und dieses Symbol kann aber dann auch für andere Dinge weiterverwendet werden, oder? Das ist ja auch kontextabhängig. Da muss aber nicht nur eines dafür, also ist doch so, oder? Oder ist das nur für dich jetzt nur Señoras und Señores, nicht, oder? Ja, eigentlich ist es besser, wenn sie nur die Bedeutung haben. Okay. Weil so besteht die Gefahr, dass du dann, ja. Findest du das Video interessant? Dann bitte teile es mit anderen Deutschlernern oder mit anderen Leuten, die Deutsch verstehen und sich für das Thema interessieren könnten. Du hast zum Beispiel, wenn ich das hier für Rad, ja, also nicht für Sitzung, sondern für Rad, ein Rad, ja, ein Auto mit 4 Rädern, ja, verwende, dann habe ich ein Problem, weil dann sehe ich das und okay. Aber wie sagst du dann zum Beispiel Vorsitzender und Vorsitzende? Wie trennst du das? Weiblich, das würde ich dann so sagen, danke. Okay, zunächst einmal, du bist ja dabei, du weißt schon, wer der Vorsitzende oder die Vorsitzende ist. Ja? Also wenn du das hier notierst, dann ist es nur theoretisch problematisch zu wissen, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Also du musst nicht unbedingt das hier oder das hier schreiben, ja, weil du schon weißt, du siehst ja den Vorsitzenden vor dir sitzen oder stehen. Also da kommen wir zurück zur Sache. Du musst nur die Sachen notieren, die du sonst vergessen wirst oder die du sonst nicht verstehen wirst. Sonst alles andere brauchst du nicht zu notieren. Ja. Auch deswegen, weil, wie ich erklärt habe, es wird von dir erwartet, dass es weniger dauert als die Originalrede. Und wenn du alles wirklich
haargenau notierst, dann besteht die Gefahr, dass du sogar länger als der Originalredner sprichst. Und das ist ja nicht gut. Ja? Ja. Also das ist kein Problem. Und welche Ja. Sprachen benutzt du am meisten? Und welche am seltensten? Ja, am meisten die drei großen, die ich kenne, Französisch, Englisch und Deutsch. Okay. Auch deswegen, weil es in meinem Arbeitsplatz sehr viele Leute gibt, die diese Sprachen, ja, die sich diesen Sprachen benutzen. Und natürlich die Sprachen, die kleiner sind, da gibt es weniger Leute, die sie sprechen. Das sind natürlich weniger Gelegenheiten. Und auch noch dazu gibt es ein großes Problem. Bei kleineren Sprachen sind die meisten Redner es gewohnt, sich in einer anderen Fremdsprache ausdrücken zu müssen, weil kein Mensch ihre Sprache versteht. Also ich habe einen Kollegen, der kann Litauisch, ja? Der kommt kaum dazu, aus dem Litauischen zu dolmetschen. Warum? Weil alle Litauer glauben, okay, vielleicht können sie alle Russisch, weiß ich nicht, aber nicht einmal, aber sie müssen alle irgendeine andere Sprache sprechen, weil sonst versteht sie kein Mensch. Ja? Ja. Und wenn sie dann in Brüssel hier in einer internationalen Umgebung sind, dann neigen sie auch dazu, irgendwie zu vergessen, dass es die Möglichkeit besteht, dass sie in ihrer Muttersprache sprechen und da wechseln sie zu schnell für meinen Gefallen ins Englische, ins Deutsche, ins Französische, in eine andere Sprache, die sie gut beherrschen. Und deswegen sind für mich, in meinem Fall sind es Dänisch und Rumänisch, die ich am wenigsten höre. Und da ist Dänisch absolut die Sprache, die ich am wenigsten höre. Ja? Obwohl es die Sprache war, mit der ich angefangen habe. Ja? Ich habe meine berufliche Tätigkeit angefangen, indem ich aus dem Englischen und aus dem Dänischen gedolmetscht habe. Aber damals hat man viel mehr Dänisch gesprochen als heutzutage. Okay, verstehe. Und wie würdest du so die Zukunft irgendwie sehen? Wie ist das Dolmetschberuf? Also es gibt immer, so als Laie denkt man sich, aha, die Computertechnologie wird immer besser und dann kann man vielleicht noch schneller automatisch übersetzen. Und wie siehst du das? Was sagst du dazu, zu diesen Gedanken, die da herumfliegen? Also, ja. Auf der einen Seite macht es mir Angst. Und zwar nicht so sehr, weil ich Beamte bin. Ich sage ja, wenn ich nicht mehr als Dolmetscher ausgenützt ist nicht das richtige Wort, aber genützt wird, dann wird man irgendeine Tätigkeit für mich suchen, ja. Aber also auf der einen Seite habe ich Angst, obwohl ich, gut, ich habe schon die Hälfte meiner Karriere hinter mir, also ja. Aber auf der anderen Seite denke ich, das wird nicht passieren. Vielleicht bin ich naiv. In welchem Sinne? In dem Sinne, dass man, also Dolmetschen ist nicht nur Wörter oder Sätze aus einer Sprache in eine andere zu verdolmetschen, sondern du musst ja verstehen, was du da gerade sagst. Wenn du es nicht verstehst, dann wird das, was du sagst, keinen Sinn ergeben. Ja? Und das kann jetzt im Moment noch keine Maschine tun. Ja. Also ich versuche es, ich verwende es sehr, sehr oft, gerade bei Chinesisch. Bei Chinesisch verwende ich oft Google Translate. Ja, aber manchmal verstehe ich überhaupt nicht, was gesagt wird. Oder sogar bei Wörterbüchern habe ich finde ein gewisses Wort nur in einem chinesisch-chinesischen Wörterbuch, ja? Ja. Und ich kopiere es und ich stelle diesen Satz in Google Translate und du verstehst kein Wort. Also ich verstehe kein Wort. Was soll das bedeuten? Da kann ich vielleicht aus den einzelnen Wörtern vielleicht heißt das sowas, aber manchmal ist es nicht einmal so möglich zu wissen, was die gemeint haben. Und bei der gesprochenen beim gesprochenen Wort ist es viel schwieriger. Wahrscheinlich, denke ich mir. Es gibt natürlich Sprachpaare, ja, Englisch, Spanisch, die sich so ähnlich sehen. Da kann bis zu einem gewissen Grad
eine maschinelle, also vor allem eine Übersetzung, eine schriftliche Übersetzung relativ gut sein, bis ganz gut sein. Das geht, das will ich nicht verneinen, das ist schon so. Ja. Aber beim Reden, das ist wieder was anderes. Und ich gebe dir ein Beispiel. Also ich kann mich erinnern bei meinem Anfang hier in Brüssel gab es eine Sitzung, wo man über Zollkontrolle gesprochen hatte. Und da war ein Dänen, da gab es einen Dänen, der wollte, ja, weiß ich nicht, wichtig spielen, der wollte auf jeden Fall kein Dänisch sprechen, ja. Und er hat Englisch gesprochen, ja. Und da wurde gesprochen, ja, wie werden wir dieses Problem lösen, dass bei der Zollabfertigung so oft uns, ja, verfälschte Ware irgendwie, ja, ohne dass wir es merken. Untergejubelt wird, ja, ja. Genau, untergejubelt. Und er hat gesagt, yeah, Mr. Chairman, I think the solution will be to do more physical sex. Ich war gerade dabei zu dolmetschen. More physical sex. Jetzt zurück zu deiner Frage. Was macht man, wenn man etwas nicht versteht? Also das Erste ist, ich habe gesehen, dass meine Kollegen gar nicht reagieren. Da dachte ich mir, vielleicht haben sie nicht zugehört. Dann habe ich versucht, etwas zu sagen wie, ja, Herr Vorsitzender, ich denke, dass wir das Problem damit lösen können, dass wir ja mehr, und da wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Dann habe ich gewartet, dass er das wiederholt. Und er hat es wiederholt. Und er hat gesagt, yeah, because physical sex is a good solution to, noch einmal physical sex. Und dann haben meine Kollegen solche Augen gemacht. Ja. Was gemeint war. Und da hat jeder versucht, okay, ich werde versuchen zu sehen, was die Deutschen gerade dazu sagen oder was die Franzosen gerade. Und die haben irgendwie alle anderen Sprachen irgendwie abgehört. Und dann zum Schluss hat mir einer gesagt, Controles físicos, physical checks, wollte der Herr sagen. Ja. Es ist eigentlich sehr leicht, wenn du diesen Typen kennst und wenn du ihn vorher gehört hast, wenn du weißt, wie er Englisch ausspricht, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn du ihn zum ersten Mal auf Englisch hörst und er sagt sowas wie, all we need is more physical sex, okay, das hat er nicht gesagt, aber du bist ja, was mache ich hier? Und das passiert sehr gutes Beispiel. Das passiert sehr, 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 sehr oft, dass Leute eine andere Sprache sprechen, weil sie glauben, sie werden dadurch besser verstanden oder weil sie denken nicht einmal dran, sie hören jemanden, der sie auf Englisch anspricht und sie können ein bisschen Englisch und dann wollen sie auf Englisch antworten, weil sie glauben, das ist höflicher und kein Mensch versteht, was sie sagen. Und das kann eine Maschine gar nicht verstehen. Wir können es auch oft nicht verstehen, aber wir haben einen Vorteil. Wir kennen diese Leute. Wir arbeiten Tag ein, Tag aus für sie oder mit ihnen und wir kennen schon ihre Akzente. Wir wissen, wie sie sprechen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, bevor der Euro eingeführt wurde als Währung in Europa, gab es eine theoretische Währungseinheit, die heißt ECU geheißen. Ja? Vielleicht bist du zu jung dafür. Als Bankgeld war das, glaube ich, nur. Als Bankgeld war das? Nein, genau, als Bankgeld, genau, richtig. Ich kann mich erinnern, das war natürlich ECU, das ist schon länger her. ECU, okay, Ja. ECU, das heißt, ECU. Ich glaube, Okay, European Currency Unit oder so vielleicht. Genau. Currency Unit oder so wahrscheinlich. Genau, richtig. Und ich habe angefangen, als ich zu arbeiten angefangen habe, gab es den Euro noch nicht, aber es gab diesen ECU doch. Und Preise für landwirtschaftliche Produkte wurden in ECUs pro Tonne ausgedrückt, ja. Und da gab's diesen griechischen, ich weiß nicht, also sagen wir mal Redner oder das war ein Beamter oder ich weiß nicht, der hat immer blitzschnell
die Preise von den jeweiligen Sorten von Getreiden vorgelesen, ja. Und er hat immer gesagt, auf Französisch, er konnte das Ü nicht aussprechen und er hat immer, ja, Weizen, was weiß ich, 40 Equilaton. Equilaton. Okay, Equilaton. Aha. Das musstest du beim ersten. Nein, ist es nicht. Nein. Nein. Ja. 40 EQ pro Tonne. Er hat Ach Französisch so. gesprochen. Aha. Laton. Okay, verstehe. Aber er hat so ausgesprochen, dass es wie Equilaton. Ich wette es dir. Ich wette, eine Maschine hätte das nie verstanden. Ja. Und solche Dinge gibt es immer wieder. Also Ja. solange die Maschinen ein bisschen blöder sind als wir Menschen, besteht keine Gefahr. Ja. Aber vielleicht wird der Tag kommen, wo es wirklich auf jeden Fall zwischen einigen Sprachen, weil da kommt es auch darauf an, zwischen welchen Sprachen du dolmetschst. Ja? Sicher auch. Weil ich meine, ich weiß nicht, welche Erfahrungen du hast, aber ich war einmal bei einem Vortrag hier in Brüssel, wo Leute von der NATO, die türkischen Dolmetscher von der NATO, eine von den Dolmetschern, das war eigentlich sogar die Chefin der türkischen Abteilung, Dolmetscherabteilung, die hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben, welche Strategien Simultandolmetscher aus dem Türkischen verwenden, um überhaupt ihre Arbeit machen zu können. Und das war unheimlich interessant, aber spätestens dann habe ich gewusst, ich werde Türkisch nie lernen. Also es ist wie beim Japanischen. Also das, was bei uns als erstes Element im Satz steht bei Ihnen ganz am Ende. Ganz hinten, ja. Also du musst Strategien entwickeln, die dir erlauben, deinem Klienten, deinem Kunden so lange warten zu lassen, bis du überhaupt Bescheid weißt, worum es geht. Und du weißt erst ganz am Satzende, worum es geht, Bescheid. Ja. Aber du musst vorher etwas sagen. Also du hast ganz andere Strategien. Ich brauche beim Dolmetschern, ja, manchmal brauche ich schon gewisse Satzteile irgendwie im Kopf zu behalten. Und ich kann sie erst danach aussprechen, wenn ich ein gewisses Element ein bisschen später im Satz erfasst habe. Ja. Aber im Türkischen oder aus dem Türkischen, aus dem Japanischen, aus dem Türkischen ins Spanische ist es, ich werde nicht sagen unmöglich, weil es Leute gibt, die es machen, aber das macht es irrsinnig schwierig. Das passiert auch aus dem Finnischen. Ich kann mich erinnern, ja, das erste Mal, dass ich ein Relais, vielleicht weißt du, was ein Relais ist. Also, das weiß ich, also man hat kleinere Sprachen, das kommt dann in eine große Sprache und dann können die Leute wieder besser. Genau, richtig. Und es gab eine Kollegin, die hat Finnisch, Spanisch gemacht, ja, und ihr Spanisch war beinahe perfekt, wirklich Muttersprachlerniveau. Und als die Finnen angefangen haben zu sprechen, hat sie aber 10 Sekunden lang nichts gesagt. Und ich dachte mir, oh mein Gott, sie weiß nicht, sie kennt das Wort auf Spanisch nicht. Was ist mit ihr los? Das war das erste Mal natürlich. Und dann kam der Satz auf Spanisch, perfekt. Ja. Ganz ohne Probleme, mit Syntaxe, mit Vokabular, alles fein. Ja. Und nach der Sitzung habe ich sie gefragt, gibt es einen Grund, warum du so lange damit wartest, bis du mit der Verdolmetschung anfängst? Und ich habe gesagt, ja, dass ich gar nicht weiß. Also das erste Wort im Spanischen kenne ich noch nicht, weil es ist das letzte Wort im Finnischen. Also muss ich warten. Ja. Und okay, aber das passiert auch aus dem Baskischen. Ich habe einen Kollegen, der macht das Gleiche. Ja, der hört sich einen ganzen Satz an und erst dann spricht er. Aber das ist fantastisch bei diesen Dolmetschern, weil es ihnen erlaubt, ganz, ganz schön zu dolmetschen, auch wenn sie aus Sprachen dolmetschen, die gar nicht so schwierig sind. Weil sie es gewohnt sind, eine Menge Informationen in ihrem Kurzzeitgedächtnis zu speichern.
Und das bin ich zum Beispiel nicht gewohnt. Also andere Das würde Strategie. ich gerne. Ja, ja. Mhm. Ja, das bin ich nicht gewohnt. Und das macht dass ich manchmal, wenn ich meinen Satz zu Ende bringe, dann sage ich, puh, das hört sich nicht sehr, sehr authentisch Spanisch an. Aber ja, klar, weil ich habe die Satzteile irgendwie in einer Reihenfolge verdolmetscht, die gar nicht so die spanischste Art und Weise ist. Und dafür, okay, wenn ich ein bisschen eine bessere Kurzzeitgedächtnis hätte, dann würde ich einfach warten, bis ich alle Elemente habe und dann würde ich zum Schluss sagen, okay, dieser kommt als erstes, dieser kommt als zweites und dieser kommt als letztes, Ja. weil ich diese Fähigkeit trotz der langen Erfahrung nicht so sehr beherrsche. Dann klingt es manchmal komisch, ja. Es klingt verständlich, aber es würde besser klingen, wenn ich das könnte, ja. Ja. Und das können oft diese Kollegen, die aus diesen ganz, ganz unterschiedlichen Sprachen dolmetschen, ja. Das muss man auch sagen. Es ist faszinierend, aber auch viel schwieriger, in gewisser Hinsicht doch viel schwieriger, ja. Ja. Hast du jetzt, wie du diese Sprachen im Laufe der Zeit gelernt hast, diese verschiedenen, also das war Dänisch, Englisch, Galizisch, Rumänisch, Deutsch, Französisch. Ja? Ja. Gibt es eine ganz einfache Sprache darunter für dich oder eine ganz schwierige? Und noch eine Frage, das ist ja immer das Lustige, Spanisch, Portugiesisch. Viele Leute sagen, ja, na, Portugiesisch als spanischsprachiger Muttersprache, da kann man das ja gleich dazu nehmen, so auf die Art. Warum hast du es so genommen? Das wären so die nächsten drei Fragen eigentlich, die ich hätte. Ja, okay. Das kann ich, ja. Du wirst dann nachher entscheiden, ob du es deinen Zuschauern zumuten möchtest, was ich über Portugiesisch erzählen werde. Leicht, also ja, ich muss sagen, also Dänisch war leicht, weil ich es von Grund auf in Dänemark gelernt habe. Das war die einzige Sprache, mit der ich erst angefangen habe, als ich als Erasmus-Student dort angereist bin. Ja? Und vorher hatte ich nichts gelernt und danach habe ich natürlich weitergelernt. Aber das war von Anfang an sehr nützlich. Ich habe in einem Wohnheim gewohnt, wo ich von lauteren Dänen umgeben war und das war dann sehr praktisch, sehr nützlich. Und das ist eine relativ einfache Sprache in dem Sinne, die Grammatik ist nicht kompliziert. Und der Wortschatz ist was du nicht aus dem Deutschen ableiten kannst, dann kannst du aus dem Englischen erraten. Also es ist in dem Sinne, okay, die Aussprache ist zwar höllisch schwer, aber ich brauche die Aussprache nicht nachzuahmen, ich brauche sie nur zu verstehen, was auch nicht unbedingt immer so leicht ist, aber okay, es geht. Also Dänisch war leicht in dem Sinne, Französisch war relativ leicht, weil es ja sehr ähnlich immerhin mit Spanisch ist und weil ich auch in Brüssel war, wo Französisch auch eine Amtssprache ist, als ich es gelernt habe. Also war auch relativ leicht. Deutsch war irrsinnig schwierig, weil es eine große Sprache ist. Und wie meine ich das? Also es ist oft bei den kleineren Sprachen, so wie Dänisch, sogar Rumänisch, die an und für sich keine kleine Sprache ist. Ja. Das ist oft so, dass die Leute, wenn sie in diesen Sprachen etwas sagen, ist es oft etwas, das man vorher schon in einer größeren Sprache gehört hat. Wie meine ich das zum Beispiel? Du bist in einer Sitzung und da kommen die Engländer und sagen was. Da kommen dann die Iren und sagen was. Und dann da hast du es zweimal auf Englisch gehört. Dann kommen die Franzosen und sagen etwas, vielleicht schwierig, vielleicht etwas anderes oder vielleicht teilen sie die Meinung der Ersten, der Englischsprachigen. Ja? Und dann kommen die Belgier und die haken nach. Du hast dann diesen Gedanken im Laufe einer Sitzung vielleicht 5-mal gehört. Und dann kommen die Dänen und sie wiederholen dasselbe, weil sie genau das Gleiche denken oder genau das Gegenteil. Aber immerhin, du hast den Wortschatz schon im Kopf. Du weißt schon, worüber gesprochen wird. Du kannst die Wörter auf Spanisch ganz schnell finden, die du brauchst. Ja? Du brauchst nur zu verstehen, was sie meinen. Aber sie werden sehr, sehr, sehr selten mit einem neuen Gedanken dazu kommen,
von dem du nie gehört hast. Das macht das Verstehen viel einfacher beim Dolmetschen. Und ja, wie soll ich das sagen? Deutsch, ich wollte erklären, warum Deutsch kompliziert war. Ja, weil die Deutschen oder die Engländer oder die Spanier auch oder die Italiener, die sind Sprachen, die sind sehr stolz, ja, die Leute, die diese Sprachen sprechen und die sagen, ja, ich kann über all das sprechen, das mir in den Sinn kommt, ja. Und ja, es ist ihre Aufgabe, ja, das zu verstehen und das zu dolmetschen, ja. Und manchmal kommen sie mit Begriffen, auf die du gar nicht vorbereitet warst, ja. Technische Begriffe. Also auch im Deutschen ist es dann der Fall? Ja. Und okay. Das Schlimmste ist, wenn sich ein Deutscher mit einem anderen Deutschen unterhält in einer Sitzung und ja, plötzlich vergessen sie, dass sie eigentlich nicht in Deutschland sind. Sie vergessen dass sie gedolmetscht werden müssen, dass sie unter anderen Europäern sind, nicht ihre Kultur spezifischen Codes, also, Kultur, ja. Genau, genau. Und dann reden sie entweder so schnell oder so, ja, umgangssprachlich einfach, ja. Das ist das Schwierige macht. Kleinere Sprachen dagegen, die sind sich sehr bewusst, dass sie eine Minderheitssprache sprechen oder eine, nicht Minderheit, weil okay, in ihrem Land sind sie die Mehrheitssprache, aber sie sind sich sehr bewusst, dass sie zwar verstanden werden, aber okay, sie wollen nicht zu weit gehen, ja, und das macht es leichter. Und Deutsch war für mich schwierig, weil als ich angefangen habe zu arbeiten, und das ist ja der Grund letztendlich, warum ich nach Wien gegangen bin, weil ich habe sofort bemerkt, dass ich die Österreicher nicht verstanden habe. Ihre Logik habe ich nicht verstanden, auch ihre Wörter habe ich nicht verstanden. Ja. Und das bleibt bis heute so. Das bleibt bis heute der Fall. Also ich kann... Verstehst du mich wenigstens ein bisschen? Ja. Obwohl ich unheimlich viel länger in Wien als in Hamburg gewohnt habe, verstehe ich nach wie vor jemanden aus Hamburg besser als jemanden aus Österreich. Ja? Okay. Und das, glaube ich, hat ja gar nicht so sehr mit der Sprache an sich zu tun, sondern mit der Denkweise und wie man die Sachen formuliert und ausdrückt. Ja? Natürlich, bei Leuten wie dir, okay, du bist ein Deutschlehrer. Also das ist schon was anderes. Ja. Du bist es gewohnt, aber bei vielen Österreichern ist es gar nicht so leicht. Naja, kannst du mir ein Beispiel geben? Das ist, Entschuldigung, ich möchte dich noch ausreden lassen, aber ich kann kurz ein. Ja. Kannst du mir ein Beispiel dafür geben, wie jetzt aus deiner Wahrnehmung, was du so gesehen, erlebt hast, Österreicher, Deutsche im Ausdruck anders sind? Also was du jetzt gerade gesagt hast, aber bitte sprich noch weiter. Sie sind, oder jedenfalls war mein Eindruck damals, dass sie viel blumiger sind. Kann man das sagen? Gibt es dieses Wort? Das gibt es auf jeden Fall. Ja. Also sie waren, weil es gibt natürlich auch österreichische Teilnehmer, die sehr prägnant und sehr, ja, in ihrer Ausdrucksweise sehr hart sind. Aber die meisten, die versuchen die Sachen, vor allem wenn sie unangenehm sind, irgendwie so zu formulieren, dass sie nicht so schrecklich klingen, wie sie in Wirklichkeit gedacht sind. Aber das machen meistens die Deutschen meistens nicht. Und das macht, dass du irgendwie da stehst und sagst, ist der jetzt dafür oder dagegen? Also und okay, nach 20 Jahren, schaffe ich das meistens. Aber am Anfang habe ich das nicht geschafft. Und deswegen habe ich gedacht, den letzten, Sprint, bevor ich Deutsch als Arbeitssprache dazu nehme, sollte sein, dass ich eine Zeit lang in Wien verbringe. Und dann habe ich mich in Wien verliebt und dann bin ich dort 9 Jahre geblieben. Aber am Anfang war die Schwierigkeit, die Österreicher zu verstehen. Ja. Das hat mich irgendwie nach Wien geschickt und nicht zurück nach Deutschland, wo ich ein paar Monate gewesen war, bevor ich nach Hause gekommen bin. Ja. Und sind jetzt, also das heißt zwischen Hamburg und Wien, sagen wir mal, sind dir noch andere Unterschiede aufgefallen, ohne das jetzt einfach zu pauschal zu sagen oder zu machen, aber einfach aus deiner Wahrnehmung gibt es. Aber wie meinst du jetzt? Oder Unterschiede? Oder? Ja, genau. Vielleicht im Verhalten oder so, oder vielleicht
einfach, was dir einfällt, was irgendwie vielleicht interessant ist, Okay. hier, was man hier erwähnen kann. Ja? Ich hoffe, es klingt nicht sehr komisch, aber ich habe in Wien traditionell chinesische Medizin. Nicht so, um Arzt zu werden, natürlich nicht, aber ich habe Shiatsu und Tai Chi und solche Dinge gelernt. Und da lernt man die Lehre von den 5 Elementen, ja. Das ist dir natürlich ein Begriff. Und was uns so oft erzählt wurde und erklärt wurde, ist, dass in Österreich sehr viel Erdenergie, also Erdenergie ist vorherrschend in Österreich. Wobei es bei den Deutschen, es ist viel mehr die Holzenergie oder die Metallenergie. Also ich verwende die. Meinst du in welchem Sinne? Also Genau. Bei den Leuten oder in der Landschaft oder wo jetzt genau? Nein, bei den Leuten, in der Art und Weise, wie die Leute miteinander, zueinander sind. Und es stehen, dass viele Deutsche, wenn sie nach Österreich, sie lieben es, nach Österreich oder vielleicht auch in die Schweiz, auf Urlaub zu fahren, weil sie sich dort entspannen können. Also es gibt in Österreich, und das habe ich sogar als Spanier auch gespürt, das ist etwas Unsichtbares, aber es ist eine gewisse Leichtigkeit. Man ist nicht so verspannt. Nicht so straff vielleicht. Nicht so straff irgendwie vielleicht. Genau. Also es gibt natürlich in Deutschland viele unterschiedliche Regionen und ein Bayer würde sich um Gottes Willen nicht mit jemandem aus Hamburg vergleichen wollen. Aber es gibt zwischen Österreich und Deutschland, glaube ich, doch diesen Unterschied, dass die Deutschen viel mehr auf Disziplin und es ist so im Gesetz verankert und so muss es gemacht werden. Und in Österreich gibt es viel mehr, klar, also das Gesetz ist da, aber man soll es auch deuten können. Ne? Und bei vielen Dingen gibt es diese Lässigkeit, die Deutschen sehr viel schätzen, wenn sie sich entspannen wollen. Also sie wollen sich nicht entspannen in einem Land, wo die Leute noch straffer sind als sie oder genauso sehr wie sie. Ja? Und sie wollen einfach diese Ruhe und Mehlspeisen und diese Dinge. Das sind Sachen, die natürlich haben sie auch ihr Kaffeeklatschen und Dinge. Ja, aber und alles gemütlich. In Österreich ist es Österreich ist viel angenehmer. Okay. Ja, und das merkt man schon, das habe ich doch gemerkt, also ich war sehr kurze Zeit in Hamburg, nur 4 Monate, aber ich hatte mit den Behörden ein bisschen zu tun und ich sage es dir, diese Vorurteile, es gibt einen Grund, warum es diese Vorurteile gibt, ja. Und in Österreich habe ich viel mehr Entspannung in diesem Sinne erlebt. Ja. Aha, okay, sehr interessant. Ja. Sehr interessant. Aber darüber können wir uns stundenlang unterhalten. Ja, das ist richtig. Ich habe noch eine letzte Frage für heute, okay? Ja. Und zwar eigentlich noch 2. Ja, 2 Okay. hätte ich noch. Und zwar, hast du irgendwie noch eine andere Fremdsprache, die du zu deiner Dolmetschsprache machen möchtest? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ich weiß, du lernst ja auch Chinesisch. Und hast du da irgendwie noch eine bestimmte Richtung, die du damit einschlagen möchtest? Oder ist es einfach ein Interesse, das du einfach hast aber kein bestimmtes, definiertes Ziel dazu hast? Ja, also ich könnte mir vorstellen, ich habe, sagen wir mal, ein bisschen weniger als 20 Jahre noch vor mir, wenn ich noch lebe. Ich möchte, also ich kann schon Italienisch, aber ich möchte im Moment kein Italienisch als Arbeitssprache hinzufügen, weil aus einem ganz eigennützlichen Grund. Und zwar, es gibt zu viele Italiener, die ununterbrochen sprechen bei meiner Arbeit. Und das heißt, wenn ich dann Italienisch als Arbeitssprache dazu nehme, dann werde ich auch ununterbrochen arbeiten. Das heißt, das muss ich gestehen. Also ich finde, Italienisch ist die schönste Sprache auf der Welt. Also mir gefällt sie besser als Spanisch. Aber sie ist schwierig zu verdolmetschen dort, wo ich arbeite, weil die Leute, wie ich dir soeben gesagt habe, die sind sich bewusst. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie eine große Kultursprache sind. Und sie sagen alles, was ihnen durch den Kopf geht. Und sie zitieren Dante und sie zitieren
Manzoni und sie haben überhaupt keine Skrupel dabei, Sätze auf Latein zu sagen. Also es ist sehr, also man muss schon ein sehr gutes Niveau haben. Das ist kein Problem. Ich mag solche Herausforderungen. Ja. Aber im Moment aus einem ganz eigennützigen Grund, also die Italiener reden zu viel und es ist zu schwierig, dass ich sage, also ich habe jetzt noch keine Lust, vielleicht in einigen Jahren, das kann ich doch nicht sagen. Ich wollte ursprünglich auch eine Sprache, eine slawische Sprache dazu lernen. Aber ich habe Tschechisch angefangen, ich habe Polnisch angefangen, ich habe Russisch angefangen. Und nach einiger Zeit habe ich irgendwie die Motivation verloren. Ja, und das ist etwas ganz Persönliches. Ja? Ich weiß nicht, jeder funktioniert also so. Nur wenn du das selber mitteilen möchtest. Also das muss. Also ja. Ich weiß nicht, also okay, die Leute können über mich denken, was sie wollen, oder von mir denken, was sie wollen. Also es war so, dass ich am Anfang meines Berufes habe ich die Sprachen nur als Kommunikationsmittel betrachtet, ja. Also ich möchte diese Sprache lernen. Diese Sprache eröffnet mir Tür und Tor auf eine Kultur, auf ein Land, auf eine Literatur und so weiter und so fort. Aber jetzt, wo ich denke, ja, eine Sprache lernen schon, aber wozu? Für meinen Job oder für mich nur persönlich? Ich habe feststellen müssen, dass ich mit diesen slawischen Sprachen, die ich gerade genannt habe, also ich habe ich hatte mal, aber jetzt nicht so einen persönlichen Kontakt. Also ich habe keine Freunde, die diese Sprache sprechen, oder halt diese Freunde sprechen auch Spanisch oder andere Sprachen, die ich auch spreche. Also wir haben eine andere gemeinsame Sprache. Also es nützt nichts in dem Sinne, dass es mir erlauben würde, Zugang zu Menschen zu haben, zu denen ich sonst keinen Zugang hätte. Nein, das gibt es nicht. Also ich kann sehr gut mit diesen Menschen kommunizieren, ohne ihre jeweilige Sprache zu kennen. Und dann für meine Arbeit ist es so, dass es im Laufe der Jahre habe ich bemerkt, dass es manchmal sehr frustrierend ist, wenn man Jahre darin investiert, eine Sprache zu lernen, um dann zu erfahren, dass diese Menschen lieber Englisch, Deutsch oder Französisch im Alltag sprechen. Ja? Das heißt, du hast dir die Mühe gegeben, ihre Sprache zu erlernen und nicht nur zu erlernen, sondern dann auch dich im Laufenden zu halten. Also was passiert dort, wie ist die Politik, was gibt es dort in diesem Land? Und das ist sehr viel Energie, sehr viel Aufwand. Ja? Du musst sehr viel Zeit aufwenden, um dann bei deinem Beruf zu merken, dass sie ihre Sprache gar nicht reden wollen. Ja? Oder, wenn sie das wollen, ist es nur, weil sie eines Tages hatten sie Lust dazu, oder eines Tages kommt irgendjemand aus ihrem eigenen Land und sie wollen, dass diese Menschen nicht über einen Dolmetscher gehen müssen, und dann reden sie ihre Muttersprache. Aber das war am Anfang meiner Tätigkeit vor 23 Jahren nicht so. Da haben die meistens ihre Muttersprache gesprochen. Da war ich auf jeden Fall viel motivierter, auch mir die Mühe zu geben, die jeweilige Sprache zu lernen. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Jetzt bin ich vielleicht fauler geworden, das weiß ich nicht. Und deine letzte Frage, das war Chinesisch. Ja. Also ich habe Chinesisch angefangen, als ich in Wien bei der UNO gearbeitet habe. Da habe ich Kollegen gehabt. Diejenigen, die ich am freundlichsten fand, das waren zwei Kollegen aus der chinesischen Kabine. Und ich dachte mir, okay, also in der UNO gibt es 6 offizielle Sprachen, also Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Arabisch und Chinesisch. Russisch hatte ich Jahre zuvor angefangen und irgendwie war es Schluss damit und ich wollte es nicht wieder aufnehmen. Und dann kam die Idee, Chinesisch. Und dann gab es in Wien damals so eine Möglichkeit, Chinesisch zu lernen. Da habe ich angefangen und damals habe ich mir gedacht,
naja, wenn ich weiterhin für die UNO arbeite, dann warum nicht? Obwohl meine chinesischen Kollegen haben mich alle so angeschaut, so, was tust du dir an? Oder sie haben wahrscheinlich gedacht, der ist verrückt geworden, das schafft er nie, mag sein. Aber nachdem ich dann nach Brüssel gekommen bin, dann ist es mehr als ein Interesse für die Kultur, für die Literatur, die ich natürlich noch nicht in der Originalsprache genießen kann, aber als Arbeitssprache weniger. Wieso? Weil ich habe in diesen 10 Jahren, nachdem ich in Brüssel bin, einmal, höchst zweimal, eine Sitzung gehabt, wo es Chinesen gab, und es waren immer Leute aus der Volksrepublik, also niemals Leute aus Taiwan oder Singapur oder was weiß ich. Und das war alles immer sehr offiziell. Die haben ihre eigenen Dolmetscher mitgebracht, weil sie sich nicht trauen. Sie glauben, dass fremde Dolmetscher, die nicht von der Botschaft zugesandt sind, nicht einen guten Job machen können. Also ich habe gedacht, nee, also das möchte ich nicht. Aber wie soll ich sagen, der eigentliche Grund, warum ich das nicht einmal in Betracht ziehe, ist die Tatsache, dass ich glaube nicht, dass ich es schaffen kann. Aber natürlich, wenn ich so ein gutes Niveau hätte wie du, dann würde ich vielleicht... Es hat viel Zeit. Es ist die Zeit einfach. Ja. Mag sein. Aber dann würde ich es vielleicht doch in Betracht ziehen, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist etwas, was du am Anfang dieses Interviews erwähnt hast. Ja? Ich habe sie nicht gekannt, aber ich kenne eine Kollegin, die wohnt in München, und die hat mir von ihr erzählt. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Es gibt eine Dame, eine deutsche Dame. Ich hoffe, sie ist Deutsche und nicht Österreich. Okay, wie auch immer. Sie hat ihr Studium gemacht. Sie hat lange Jahre in China gelebt. Und die ist dann zurück nach Deutschland gekommen, und die hat angefangen, als Dolmetscherin zu arbeiten. Nach einiger Zeit hat sie sich dafür entschieden, nur ins Chinesische zu arbeiten. Also aus dem Deutschen ins Chinesische zu arbeiten und nicht mehr aus dem Chinesischen ins Deutsche. Also ich weiß nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so wurde mir die Geschichte erzählt. Und warum? Weil diese Dame der Meinung war, also was meine Landsleute auf Deutsch sagen, das kann ich immer verstehen. Ja? Und ich kann es natürlich ins Chinesische verdolmetschen, in einer Art und Weise, dass mich jeder Chinese verstehen wird. Wenn ich Delegationen okay, du nennst mir einmal die Region Chinas, wo die den komischsten Akzent haben. Also manchmal hat sie Delegationen aus China empfangen, und sie hat kein Wort verstanden, was sie gesprochen haben, weil sie zum Teil hat sie besser Mandarin gesprochen als diese Leute. Weil das kann durchaus sein, das kann durchaus. Gesprochen oder jedenfalls ausgesprochen, ja. Welche Gewohnheit man halt, was man halt benutzt eher, ja. Und die hatte solche große Schwierigkeiten, dass sie gemeint hat, nein, das tue ich mir nie mehr an. Also ich tue nur ins Chinesische, ins Hochchinesische Dolmetsche, weil da bin ich mir sicher, dass mich jeder verstehen wird. Ich spreche Standardchinesisch und ich verstehe das Deutsche immer. Aber das Gegenteil, umgekehrt ist es nicht immer der Fall. Also auch wenn ich überhaupt das Erwünschte oder das nötige Niveau erreichen würde, dann wäre auch noch die Frage, lohnt es sich aus dem Chinesischen zu dolmetschen, oder wäre es besser, aus dem Spanischen ins Chinesische? Also, aber das ist eine Frage für ein nächstes Leben vielleicht, für eine nächste Inkarnation. Okay, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt schließen soll. Es war ein super Gespräch. Es waren so viele interessante Sachen. Vielen, vielen Dank. Das war, gerne. Total faszinierend. Ich hoffe, dass du dadurch eine bessere Idee, also eigentlich gibt es viel mehr Sachen, die ich zu diesem Beruf sagen könnte, aber ich glaube, es reicht mit den Fragen, die du selber gestellt hast. Es gibt viel mehr Sachen, also das ist schon ein faszinierender Beruf. Ja. Kann es sein. Ja. So wie alle Berufe
ist es manchmal ein bisschen langweiliger, aber es ist generell sehr interessant und du musst wirklich immer wieder was Neues dazu lernen. Ja. Also ich verstehe, gut, das ist heutzutage wahrscheinlich bei jedem Beruf der Fall, aber Leute, die halt das letzte Mal ein Buch aufgeschlagen haben, wenn sie ihre Abschlussprüfungen an der Uni gemacht haben, Okay, 20 oder 30 Jahre zuvor, ja. die kann ich nicht verstehen. Also ich habe Ja. seitdem ich hier angefangen habe, keinen einzigen Tag verbracht, ohne dass ich etwas dazu gelernt habe. Mhm. Also es ist in dem Sinne sehr, sehr interessant. Ja, sicher. Und das ist sicher auch sehr erfüllend vielleicht, wenn man einfach das so einen Reichtum mit sich immer mittragen kann. Hat man einfach bei sich. Ja, also ja, genau. Also das muss auf jeden Fall, also kein Mensch wird als Dolmetscher geboren, ja. Jeder muss sich das aneignen, muss das erlernen. Also es ist keine natürliche Fähigkeit. Aber um überhaupt zu wissen, ob man überhaupt Dolmetscher werden kann, ich glaube, die erste Frage, die man sich selber stellen muss, es ist nicht einmal, bin ich gut bei Sprachen? Nicht einmal das, sondern bin ich ein intellektuell neugieriger Mensch. Ja. Wenn du kein neugieriger Mensch bist, dann hast du in diesem Beruf nichts zu suchen, weil alles, was du lernen kannst, das wirst du irgendwann bei irgendeiner Sitzung verwenden müssen. Nicht nur können, sondern müssen. Ja. Also wenn du nicht neugierig, wissbegierig bist, dann viel Spaß. Also dann wirst du große Schwierigkeiten. Wenn du aber neugierig bist, vielleicht hast du dich bis jetzt nicht für die Dinge interessiert, die du dann in deinem Beruf verwenden werden musst. Ja? Aber wenn du im Allgemeinen wissbegierig bist, neugierig, dann besteht doch eine Chance, dass du als Dolmetscher tätig sein kannst. Aber das ist das Wichtigste für mich, denke ich, weil das ist ja auch eine Sache von jedem Tag. Und wenn du es nicht genießt, im Wörterbuch nachzuschlagen, dieses Wort, das du gelesen, gehört hast, dann soll man etwas anderes tun, weil das muss man wirklich tun können. Und jetzt ist es so viel leichter. Ich kann mich erinnern, am Anfang meiner Tätigkeit bin ich immer mit zigtausende Zetteln mit Wörtern drauf geschrieben, die in meinen Hosentaschen waren, weil ich war auf der Straße und habe ein Wort gehört. Was heißt das? Okay, jetzt kann ich einfach das sofort nachschlagen auf meinem Handy. Ja? Das ist jetzt so viel einfacher geworden. Aber gut, die Tatsache, dass du in deinem Handy, so wie ich, so 20 oder 30 Wörterbücher herumträgst, bewirkt noch nicht, dass du ja neue Wörter dazu lernst. Du musst sie lernen möchten. Ja? Und dann sind alle diese Werkzeuge sehr, sehr nützlich. Aber ohne diese Basis, Neugierde, ist es sehr kompliziert. Das war ein super Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, und das war das Video von heute. Ich hoffe, es war interessant. Ich würde mich sehr über einen Kommentar unter dem Video von dir freuen. Und bitte teile es mit anderen Leuten, die sich für dieses Video interessieren könnten. Wir sehen uns bald wieder. Schönen Tag und ciao.